Das ist die schwerste Sportart der Welt. Und ich versuche sie zu überleben. Denn die schwerste Sportart der Welt ist ein Ironman, bei dem man hintereinander 3,8 Kilometer schwimmen, 42 Kilometer rennen und 180 Kilometer Fahrrad fahren muss. Und das letzte Mal Sport habe ich vor über einem Jahr gemacht. Und weil ich dabei wirklich draufgehen würde, mache ich den Ironman an verschiedenen Tagen und dafür den olympischen Triathlon, was die zweitschwerste Sportart der Welt ist, am Stück zum Ende des Videos. Und der ist unmöglich. Ihr werdet sehen. Aber jetzt fangen wir an mit dem ersten Teil der schwersten Sportart der Welt. Aber jetzt fahre ich 180 Kilometer diesem Fahrrad. Let's go. Und mein Ziel ist es dafür, bis nach Berlin zu meiner Freundin und dann wieder zurückzufahren. Aber es ist nicht nur mein Ziel, die 180 Kilometer zu schaffen, sondern auch meiner Freundin in Berlin ein Geschenk zu kaufen. Wir sind jetzt nämlich seit 9 Monaten zusammen und sie unterstützt mich immer und überall so gut wie sie kann. Und dafür will ich heute einfach mal Danke sagen und will sie mit was überraschen, was sie vielleicht cool finden könnte. Die ersten Kilometer waren noch easy. Ab und zu war der Weg ganz schön, ich sag mal, beschissen. Aber ich hatte dann schnell ein viel größeres Problem. Das Wetter sieht jetzt nicht so gut aus. Und ich habe jetzt richtig auch schon einen Tropfen abbekommen. Ich hoffe, es fängt nicht richtig an zu regnen, weil, schaut mal, das sieht wirklich nicht gut aus. Das könnte das Ende der Tour sonst bedeuten. Und das wäre richtig kacke, weil ich dann kein Geschenk für meine Freundin hätte. Und das zum Schluss für den olympischen Triathlon auch richtig scheiße wäre. Nicht Daumen drücken, wenn es regnet, das wäre so scheiße. Leute, es regnet. Ich will jetzt noch kurz warten, weil ich habe nicht das Gefühl, es wird weniger, eher doller tatsächlich. Aber es regnet echt doll. Okay, es nieselt jetzt nur noch und ich werde jetzt einfach weiterfahren, in der Hoffnung, dass es nicht doller wird. Es hat dann doch geregnet. Ich bin wirklich pitschnass. Wirklich, nasser geht's nicht. Ich bin komplett nass. Guckt euch das an. Der ganze Lenker ist nass. Ich bin komplett nass. Meine Hose. Pulli auch nass. Ja, das ist echt auch anstrengend. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, dass es anstrengender ist, als ich gedacht habe. Ja, ich glaube, ich muss mich jetzt einfach beeilen. Ich bin dann aber trotzdem in Berlin angekommen, habe mich gestärkt, hinterfragt die Stärkung nicht und habe noch viel wichtiger für meine Freundin das Geschenk gekauft. Meine Freundin liebt K-Pop und ich wollte ihr dann ein Album kaufen, aber das war gar nicht so einfach, weil ich gar nicht genau weiß, welche sie schon hat und welche nicht und was sie gerne hätte. Und deswegen musste ich sie komplett aus dem Nichts einfach über die Alben ausfragen. Überhaupt nicht auffällig, wenn man sich den ganzen Tag nicht meldet und dann, wenn man sich meldet, einen komplett random über Alben ausfragt. Auf jeden Fall habe ich das Album dann eingepackt und bin wieder aus dem stressigen Verkehr in Berlin losgefahren. Ich bin jetzt aus Berlin wieder raus. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Ich habe deutlich mehr als die Hälfte geschafft. Auch wenn ich echt mich ein bisschen kaputt fühle und meine Beine wehtun und alles. Aber ich glaube, dass ich das hinbekommen könnte. Und mit der Motivation und der Verstärkung von vorhin habe ich die nächsten Kilometer noch gut geschafft, bis ich dann bei einem Feld ankam. Ich sag's euch, es ist so anstrengend zu fahren gerade hier. Und hier ist so viel Wind immer, so viel Gegenwind. Das Gute ist, meine Freundin weiß überhaupt nicht davon, dass ich hier das Album gekauft habe. Das ist ja auffällig war eigentlich, dass ich vorhin gefragt habe. Das heißt, ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert. Ich bald geschafft, aber eigentlich nicht, aber ich will irgendwas schon weg. Also meine Oberschenkel haben auch nie so wehgetan. Wirklich, ich gebe alles an. Ich muss es sowieso noch schaffen, weil ich ja auch das Geschenk von meiner Freundin habe. Ich muss ihr das geben, weil sonst wäre das Gefühl alles wieder so. Ich will durchziehen. Los. Ich würde auch gerne, aber nachdem ich mal wieder über eine super beschissene Strecke geschickt wurde, hatte ich echt große Probleme weiterzufahren. Ich glaube, also meine Oberschenkel haben auch nie, mein ganzes Leben noch nie so wehgetan. Ja, wirklich, ich gebe alles da. Ich gebe wirklich alles. Ich bin komplett nass. So viel Wind immer, das Ende der Tour sonst wollten. Aber wie erwartet, habe ich dann nur noch ein paar weitere 100 Meter geschafft und musste mich dann dafür entscheiden, ob ich noch weitermache oder jetzt aufgehe. Ich hasse, dass ich das sagen muss. Und mich triggert das auch enorm, weil ich fast geschafft habe. Aber ich fahre jetzt nach Hause. Direkt. Aber ich glaube, dass ich das hinbekommen könnte. Ich fahre nicht nochmal zu meiner Freundin. Ich werde ihr das Geschenk natürlich trotzdem geben, aber ich habe halt die 180 Kilometer nicht geschafft. Ja, das war richtig bitter. Und das ist auch nochmal ein Zeichen vielleicht, dass ich gerade nicht mehr den sportlichen Ehrgeiz von früher habe. Ich hoffe, dass ich das bis zum Triathlon wieder hinbekomme, weil der wird um einiges schwerer als das. Aber davor muss ich meiner Freundin erstmal ihr Geschenk geben. Okay, bevor du irgendwas machst jetzt weiter. Ich war gestern ja in Berlin und ich habe dir ja geschrieben eigentlich mit den Bildern. Jetzt hast du eigentlich geglaubt, dass ich da einfach nur geguckt habe.
dachte, oh, William meint, ich hole mir jetzt ganz nach oben und dann schaue ich mir mal BTS an. Oder hast du schon Verdacht geschoben? Ich habe schon Verdacht geschoben, aber ich war mir auch nicht sicher. Ja und nein. Ja und nein. Hast du mir ein Album gekauft? Ja. Ich geb's dir einfach, warte. Du hast dir wirklich ein Album gekauft? Ja. Und auch wenn ich die 180 Kilometer nicht geschafft habe, habe ich trotzdem super viel erlebt und Erfahrung gesammelt. Danke, Leonie. Aber hoffentlich schaffe ich dafür den Marathon, denn meine Familie glaubt nicht, dass ich es schaffe. Also glaubst du, ich schaff das nicht? Nein. Also glaubst du, ich schaff Marathon? Nee. Und damit ich sie vom Gegenteil überzeugen kann, habe ich einen Plan. Mein Plan ist es, die 42 Kilometer in 4 Teile aufzuteilen, sodass ich quasi 4 mal 10 Kilometer renne. Und zwischen den Teilen mache ich dann immer eine Pause, bei der ich mich mit verschiedenen Sachen wieder stärke, damit ich den Marathon schaffe und meine Familie vom Gegenteil überzeugen kann. Ich renne jetzt den Marathon. Also muss ich hier 42 Runden dementsprechend laufen, weil hier ist perfekter Ort, weil hier eine Runde genau 1 Kilometer ist. Das heißt, ich muss 42 mal hier wieder lang kommen. Oh, let's go! Ersten Kilometer geschafft. 41 Runden musste ich noch. Ich habe jetzt 8 Kilometer geschafft. Und ab hier hat sich mein Zustand schnell verschlechtert. Ich steige jetzt die 10 Kilometer gleich. Dann mache ich die erste Pause. Und die brauche ich auch. Und nach weiterem langen Rumquälen, das ist so anstrengend, habe ich dann meine Pause gemacht, bei der ich mich mit meinen Geheimwaffen gestärkt habe. Okay, die Geheimwaffen waren jetzt nicht so krass, aber ich verspreche es euch, die nächsten Geheimwaffen werden deutlich krasser. Ich finde es aber krass, dass es bis jetzt doch schon so anstrengend war, weil früher war ich viel sportlicher und da wäre es kein so großes Problem jetzt gewesen. Hoffentlich schaffe ich es trotzdem, um meiner Familie zu zeigen, dass ich es doch geschafft habe. Ich laufe jetzt noch den restlichen Kilometer zu Ende. Aber auch ein bisschen das alles mal zu verdauen, so ein bisschen, weil ich glaube, wenn ich jetzt losrenne, dann kriege ich bestimmt Seitenstechen oder so. Deswegen laufe ich jetzt den restlichen Kilometer zu Ende. Dann habe ich 11 Kilometer und danach werde ich richtig durchziehen. Und jetzt haben wir 11 Kilometer geschafft und gehen jetzt in die nächste Etappe. Oh Mann. Ich bin jetzt bei Kilometer 16 und meine Beine tun richtig doll weh. Ich bin jetzt bei Kilometer 16, ich habe auch nicht mal die Hälfte. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon kaum noch laufen. Ich habe dann noch versucht, irgendwie weiter zu rennen und habe mich tatsächlich auch noch irgendwie bis zum 19. Kilometer hingequält. Ist mir egal, wie viel Schmerzen ich habe. Ich ziehe es einfach durch. Ich renne jetzt einfach, egal wie doll es weh tut, um einfach diese 21 Kilometer durchzuziehen. Ich habe jetzt erst die Hälfte. Scheiße, Alter. Let's go. Und 20 Kilometer geschafft. Fuck. Oh mein Gott. Oh. Und das war erst die Hälfte. Und damit ich es schaffe, habe ich in der zweiten Pause noch was getrunken und verschiedene Sachen wie Magnesium zu mir genommen, was gut für die Muskeln ist, damit ich es doch noch schaffe. Weil, um ehrlich zu sein, die zweite Hälfte deutlich schwerer als die erste. Und meine Beine tun immer noch weh, aber ich werde jetzt mal losrennen und schauen, wie das dann ist. Also wenn das so weitergeht, dann sieht es richtig schlecht aus. Ich habe gleich Kilometer 22 geschafft. Das geht wirklich gar nicht. Und ich habe dann nur noch einen halben Kilometer geschafft, weil dann ging es irgendwie gar nicht mehr. Da bin ich wieder. 23 Kilometer. Ich fühle mein kleiner Zeh stirbt gleich ab. Meine beiden Knöchel tun weh. Meine Oberschenkel, mein rechter Oberschenkel, das ist einfach nur ein großer Stück Muskel, der einfach nur weh tut. Ich glaube, es ist deshalb so emotional für mich, weil ich früher super viel Sport gemacht habe und auch viele Medaillen bei Läufen gewonnen habe und gerade das Gefühl habe, dass ich nur noch verliere. Ich habe dann an der Stelle abgebrochen
Und nur weil ich die letzten 2 Herausforderungen nicht geschafft habe, heißt es nicht, dass ich die nächste oder den Triathlon nicht schaffe. Und dadurch, dass ich den Marathon nicht geschafft habe, muss ich die 3,8 Kilometer schaffen, weil ich sonst meine Haare abrasieren muss, wenn ich am Ende den Triathlon nicht schaffe. Ich muss jetzt 3,8 Kilometer schwimmen und ich habe nicht mein Seepferdchen. Damit ich zwischendurch nicht untergehe, habe ich mir hier das Ding mitgenommen. Und ich werde es auch brauchen, wenn ihr gleich sehen werdet. Achso, und weil der Sound dermaßen schlecht ist, muss ich euch erzählen, was passiert. Erstmal musste ich richtig ins Wasser, was sehr kalt war, da ich das noch im Mai gedreht habe. Aber dann ging die ersten Meter völlig klar und ich hatte noch meinen Spaß. Aber das hat sich dann noch in der ersten Runde schnell geändert. Hätte ich früher mal mein Seepferdchen gemacht. Oh mein Gott. Also ich schaff's auf jeden Fall nicht nochmal 7 Mal. Ja, wenn ich noch einmal hin und zurück fahre, ich werde auf der Strecke liegen bleiben. Das war echt so anstrengend und stressig. Ich habe ab der Hälfte ja schon von der ersten Windtour schon richtig Angst bekommen, richtig gemerkt. Nicht nur, dass ich ertrinken könnte, sondern auch, weil ich Angst hatte, dass mich irgendein Fisch angreift. Ich finde das auch so traurig eigentlich, weil ich war ja mal richtig sportlich, sag ich mal, richtig fit. Und hätte ich es jetzt locker noch mindestens 1-2 Mal geschafft, noch easy. Und jetzt bin ich schon so kaputt um den Arsch und fange an zu zittern. Wirklich, mir ist das richtig unangenehm. Und auch noch nach kurzem Überlegen auf der Bank habe ich mich dazu entschieden, das Schwimmen abzubrechen. Und damit habe ich die Fahrradtour, den Marathon und das Schwimmen nicht geschafft. Und das ist ziemlich schlecht, weil die Wahrscheinlichkeit, den Triathlon gleich zu schaffen, sehr, sehr gering ist. Und ich hoffe trotzdem, dass ich den Triathlon schaffe, weil wenn ich den nicht schaffe, muss ich mir meine Haare abrasieren. Und jetzt muss ich den olympischen Triathlon schaffen, bei dem ich 40 Kilometer Fahrrad, 1,5 Kilometer schwimmen und 10 Kilometer rennen muss. Und dafür habe ich insgesamt nur 5 Stunden Zeit. Und auch wenn ich bisher alle 3 Herausforderungen nicht geschafft habe und die Chancen schlecht stehen, will ich es unbedingt schaffen, damit ich meine Haare nicht verliere und um mein jüngeres Ich wieder stolz zu machen. Und ich fange mit dem Fahrrad an. Der Timer läuft, ab jetzt nur noch 6 Stunden. Und wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, verliere ich meine Haare. Ich habe jetzt die ersten 5 Kilometer hinter mir, noch 35 Kilometer. Dann habe ich das Fahrradfahren durch. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Mal gucken. Das riecht ein Baskat. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Fahrradfahren so easy hinbekomme. Es ist wirklich nichts Spannendes passiert. Ich habe die 40 Kilometer ohne Probleme in 2 Stunden geschafft. Ich hoffe nur, dass das Schwimmen mir genauso leicht werden wird. Also, wir sind im Fahrrad hier angekommen. Ich habe den Reifen schon aufgepumpt. Und dann ziehe ich mich jetzt schnell um und dann schwimme ich los. Okay. Jetzt 1,5 Kilometer. Oh mein Gott, das ist halt echt schwer. Das muss ich gerade echt überwinden. Egal, komm. Der Rach ist hinter mir. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren und anstrengen, damit ich die 1,5 Kilometer Schwimmen schaffe. Ich versuche so schnell wie möglich zu sein, damit ich genug Zeit habe für die 10 Kilometer. Die erste Runde war wie erwartet schon sehr anstrengend. Und ich habe direkt gemerkt, dass es echt super schwer wird, noch 2 weitere Male zu schwimmen. Und irgendwie habe ich die 2. Runde dann auch noch geschafft. Ich frage mich wirklich, wie ich die 3. Runde auch noch schaffen soll. In die 3. und letzte Runde. Und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich es richtig geschafft. Und ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie... habe ich es geschafft. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Beim Ironman habe ich gar nichts geschafft, aber beim olympischen Triathlon habe ich bisher alles geschafft. Ich habe aber trotzdem noch 10 Kilometer Rennen vor mir und damit es spannender wird, mache ich den Counter jetzt aus und ihr werdet erst am Ende erfahren, ob ich es innerhalb der 1,5 Stunden geschafft habe. Ich fühle mich echt zerstört, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Boah, meine Beine sind so schwer. Ich mache jetzt die erste Pause, für was trinken. Und das brauche ich auch, weil wie ihr sehen könnt, es ist ultra heiß. 2 Kilometer habe ich schon. Ich bin aber immer noch 8. Deswegen, ich sagen muss, 7 Kilometer noch. Das ist anstrengend sogar. Ja, das ist es auch. Und ich habe dann auch eine Pause gemacht, um mich zu stärken. Hoffentlich verliere ich dabei nicht zu viel Zeit. Bin
gespannt, ob ich es schaffe. Ich habe jetzt noch 4,5 Kilometer vor mir. Ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit noch. Es ist auf jeden Fall sehr knapp. Ich muss mich ganz schön beeilen. Und nachdem wurde es noch schwerer und die Zeit rennt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. 1 Kilometer noch. 1 Kilometer. Ich habe es gleich geschafft. Oh mein Gott. 900 Meter noch. Ich will jetzt mal alles geben. Ich versuche noch so schnell wie möglich zu sein. Weil ich auch keine Ahnung habe, wie viel Zeit ich überhaupt noch habe. 300 Meter noch. Ich habe es gleich geschafft. 30. 20. Ja. Nicht mehr. Ich hab's nicht geschafft. Ich hasse es nicht. Halt zu Hause. Ja! Ja! Wer jetzt noch kein Auto da gelassen hat, den kann ich auch nicht weiterhelfen. Oh mein Gott! Ich hab's geschafft. Also, es hat sich gelohnt. Danke fürs Zuschauen. Das war's von mir. Bis dann.